Haben Sie sich schon mal konkret überlegt, welche Gefahren in den nächsten 12 Monaten auf Sie zukommen? Welche Risiken hinter der Tür zum nächsten Jahrzehnt lauern? Für die NAGRA sind solche Gedankenspiele trivial. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle arbeitet mit einem Zeithorizont von 1 Million Jahren. Sie hat den Auftrag, das Schweizer Tiefenlager zu bauen. Ihr oberstes Gebot: Sicherheit für 1 Million Jahre. Vraiment, l'ensemble des risques sont pris en compte. C'est poussé à l'extrême. C'est même des risques qui ont très très faible probabilité. Mais on les connaît presque tous. Die Geologin Tiffaine Guillemot arbeitet seit 5 Jahren bei der NAGRA. Ihre Aufgabe: das Tiefenlager, das dereinst im Zürcher Unterland gebaut werden soll, sicher machen. Sie sagt, was alle bei der NAGRA sagen. Notre concept est vraiment robuste. On ne peut pas dire que nous connaissons à 100% les risques, mais nous n'y sommes pas loin. Un risque très peu probable, c'est une fracture ou une faille qui va des déchets vers la surface. Ça, par exemple, c'est un scénario dans le contexte géologique de la Suisse qui est très très peu probable. Ein gewaltiger Spalt, der sich irgendwann vom Tiefenlager bis an die Oberfläche auftut? Möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Dennoch muss man sich damit beschäftigen. Aber hat man überhaupt alle Risiken im Blick? Kann man das überhaupt? Unsicherheiten gibt es über 1 Million Jahre immer, weil man kann ja nicht alles genau vorhersagen. Wir beschreiben die Unsicherheiten und versuchen, die zu reduzieren. Die Risiken ist, was dann am Ende geschehen kann mit Umwelt und die Gesellschaft. Irina Gauss ist bei der NAGRA für die Optimierung des Tiefenlagers zuständig. Die Geologin stellt sicher, dass das Lager nicht schon veraltet ist, wenn man in einigen Jahrzehnten in Stadl mit Bauen beginnen würde. Bei ihrer Arbeit denkt sie in Szenarien. Man kann schon Szenarien entwickeln und die Szenarien sind sehr breit ausgelegt. So breit, dass auch das Ungewisse mit berücksichtigt worden ist. Schwarze Schwäne nennt man solche Geschehnisse, die wir uns nicht mal ausmalen können. Wir gehen so mit schwarzen Schwänen um, man baut verschiedene Schichten von Sicherheit ein. Wenn etwas komplett falsch geht, ist das Lager immer noch sicher. Eigentlich kann man sagen, dass wir jetzt schon vorsehen, dass das Lager übersicher gebaut wird. Genau um schwarze Schwäne auszuschließen. Auch wenn man Risiken nie zu 100% im Griff haben kann, auch wenn man von Ungewissheiten und schwarzen Schwänen spricht, auch wenn sich in 1 Million Jahre alles fundamental ändern kann, das Lager soll laut den WissenschaftlerInnen übersicher sein. Das Konzept der Risiken war immer der Versuch, diese Unsicherheiten irgendwie fassbar zu machen. Matthias Holenstein ist Geschäftsführer der Stiftung Risikodialog und beschäftigt sich mit dem Umgang mit Risiken. Er sagt, man dürfe Risiken delegieren. Vermeiden und ignorieren ließen sie sich jedoch nicht. Oder nur teilweise. Als Gesellschaft können wir nicht sagen, wir tun nichts zum Klimaschutz, wir tun nichts zum Hochwasserschutz. Können wir schon sagen, aber die Konsequenzen wären dann größer. Und von dem her gibt es eben auch diesen Abwägen von Risiken, die ganz, ganz wichtig ist. Der Umgang mit Risiken muss ein aktiver sein, sagt Matthias Holenstein. Man muss abwägen, was delegiert man und was nicht. Bei einem Mammutthema wie dem Atommüll darf das kein Prozess bleiben, den jede und jeder mit sich selbst ausmacht. Wir müssen über Risiken einen Dialog führen, um eben als Gemeinschaft, als Gesellschaft einen Konsens zu finden, was akzeptieren wir und was wollen wir auch nicht. Tiffaine Guillemot sieht ihre Arbeit durchaus als Dienst an der Gesellschaft, vor allem an der Gesellschaft von morgen. La NAGRA travaille sur ce projet depuis déjà 50 ans. Donc, il y a eu plusieurs générations de scientifiques qui se sont succédés. J'aurais même peut-être la chance de voir le dépôt commencer à être construit. Je suis moi-même récemment maman d'un petit bébé. C'est, je pense, très important que nous trouvions des solutions pour stocker de façon la plus sûre possible ces déchets. Es gibt Risiken, die uns oft dringlicher erscheinen als die radioaktiven Abfälle, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte angehäuft haben. Aber insbesondere mit dem Blick in die Zukunft tragen wir als Gesellschaft die Verantwortung, uns um eine Lösung zu kümmern.